Von Ruffy hört man eigentlich immer wieder nur eine einzige Sache. Aber um das zu erreichen, muss Ruffy so einiges drauf haben, unter anderem seiner Crew als guter Kapitän zur Seite stehen. Und da kommt dann die Frage auf, ist Ruffy überhaupt ein guter Kapitän? Viele sind der Meinung, dass Ruffy überhaupt gar kein guter Kapitän ist, weil er so noch ein bisschen Kind im Kopf ist, weil er noch vieles überstürzt, weil er unüberlegt handelt und einfach sehr viel Dummheiten im Kopf hat. Deswegen gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt durch, was für Qualitäten ein sehr guter Kapitän haben muss und vergleichen wir diese, ob Ruffy diese auch hat. Ein guter Kapitän sollte zwei Sachen außerordentlich gut können. Zum einen sollte die Person wissen, wie man ein Schiff steuert bzw. bedient. Und er sollte in der Lage sein, das Schiff anzuführen. Meistens war es eine gute Balance zwischen diesen beiden Sachen. Ein guter Seemann-Kapitän war Captain Kidd. Dieser war ein sehr guter Seemann, der genau wusste, wie man ein Schiff gut steuert. Dafür war er aber nicht ganz so ein krasser Anführer, weil ihn so gut wie alle außer 13 seiner Leute verraten hatten. Aber ja, eins nach dem anderen, kommen wir erstmal zu den... Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, dass du null Ahnung von Navigation hast, obwohl du Piratenkönig werden willst, hä? Man glaubt es kaum, aber so ein Schiff kann ganz schnell vom Kurs abkommen und im Piratenzeitalter gab es auch noch kein Google Maps oder so. Ja, und in One Piece auch nicht wirklich, da alles noch nach Lockport geht. Hat Ruffy auch nur den Hauch von navigatorischen Skills? Nee. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest, Sanji, ehrlich. Dann erklär mir eins, wie kann der ganze Proviant für 8 Personen auf einmal verschwinden? Das ist doch reinste Hexerei. Das Zeug ist futsch, es kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Also los, rück endlich raus mit der Sprache. Du bist ein ganz mieser Lügner, weißt du das? Es ist sehr entscheidend, dass wenn man mehrere Tage, Wochen und Monate nicht auf Land geht und nur an Bord ist, dass man eine gute Menge an Essen, Wasser, Munition, Medizin, Waffen, Werkzeug, Ersatzsegel und vieles mehr auf dem Schiff hat. Wenn etwas nicht da ist, kann es zu enormen Problemen kommen. Hier sorgt Ruffy eher immer dafür, dass kein Essen an Bord ist. Also auch das hat er jetzt nicht ganz so krass gut drauf. Ja. Ups. Du Volltrottel! Willst du die Flaggenlampe jetzt komplett aufarbeiten? Oh, das war wohl ein bisschen zu doll. Ups, jetzt ist schon wieder was rausgebrochen. Die Seemänner und die Zimmermänner vom 16. bis 19. Jahrhundert waren für ihre Fähigkeiten bekannt, alles auf einem Schiff reparieren zu können. Zu wissen, wann man was auf einem Schiff reparieren muss, ist wichtig für die Instandhaltung des Schiffes, sodass dieses immer sehr gut segeln kann. Ruffy hat mal versucht dabei mitzuhelfen, das Schiff zu reparieren. Ja, das Schiff ist dadurch nur noch mehr kaputt gegangen. Das gibt wieder keinen Punkt, aber er war hier zumindest stets bemüht. Oh, weit daneben. Sag mal, was macht ihr denn da? Wir üben das Kanonenschießen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Während einer Seeschlacht spielen Geschütze in der Regel eine entscheidende Rolle. Sie können ein Schiff verlangsamen, die feindliche Besatzung töten und natürlich auch das Schiff zum Sinken bringen. Zu wissen, welche Ziele man anvisieren und wann man diese treffen sollte, kann entscheidend sein. Wie man bei der Marine in One Piece sehen kann, sind gute Schützen auch, kaum vorhanden. Und auch Ruffy gehört dazu, denn er hat bei seinen Versuchen auch nie wirklich gut ausgesehen. Hat dieser Schwachkopf uns überhaupt zugehört? Alles umsonst. Na toll, er hat's wieder mal vergeigt. Also für mich hat der Typ einen Dachschaden. Nicht nur für dich. Ein Kapitän muss wissen, wo und wie er ein Schiff angreifen muss, wenn er an Bord eines anderen Schiffes geht. Dass eine Seeschlacht in One Piece entsteht, ist eher sehr selten, meistens wird auf Land gekämpft, aber ich glaube, dass Ruffy da zwar Hals über Kopf reingeht, aber ein Kämpfer ist er trotzdem alle Male. Dieser Punkt geht immerhin an ihn. Auch wenn Ruffy hier jetzt nicht ganz so gut abschneidet, kommen wir jetzt zu seiner großen Stärke, nämlich seinen Führungsqualitäten. Die Führungsqualitäten schienen auch im Real Life ein wenig mehr Gewichtung zu haben. So hatte zum Beispiel Nelson ebenfalls ein sehr gutes Wissen über die Steuerung eines Schiffes, aber er hatte halt noch das viel wichtigere, die Führungsqualitäten. Er war so gut darin, dass selbst eine Bezeichnung seinen Namen prägt, nämlich The Nelson Touch. Das ist auch der Grund, warum Ruffy so viele folgen und warum er förmlich Leute anzieht. Das ist nämlich mit Abstand seine größte Stärke, neben der Gummistiefel-Taktik!
Er hat sein Bewusstsein ausgeschaltet und reagiert automatisch. Er lässt seine Reflexe reagieren. Ich habe nämlich keine Ahnung vom Fechten, du stinkende alte Fischhaut! Und vom Navigieren verstehe ich auch nichts. Ich habe auch nicht den geringsten Schimmer vom Kochen. Ich kann nicht mal schwindeln. Hey, hey! Ich will dir eigentlich nur verklickern, dass ich ohne meine Kumpels gar nichts wert bin. Ein Kapitän sollte immer auf dem Boden der Tatsache sein und wissen, dass er nicht perfekt ist und es auch nicht sein muss. Ein Anführer muss sich dem sehr gut im Klaren sein. Und genau das hat Ruffy bereits sehr früh schon selbst gesagt. Ihm sind seine Fehler sehr wohl bewusst, was er auch im Kampf gegen Along gesagt hat. Ein guter Anführer sammelt Leute um sich, welche seine eigenen Fehler ausbessern können. Und genau das hat er perfekt gemacht. Für all die vorher genannten Sachen, in denen Ruffy nicht gut abschneidet, hat er seine Crew. Nami das Navi, Sanji der Koch, der die Essensvorräte gut aufteilt, Chopper, der die Medizin im Auge behält, Frankie, der das Schiff reparieren kann und genau weiß, was dabei zu tun ist, Lysop als Schützen und einen wirklich guten Taktiker. Im Moment macht's Law, auch wenn sich Zorro und Ruffy nicht so wirklich daran halten. Was ist mit dem Schatz? Ist das One Piece wirklich auf der letzten... Stopp! Sei still! Eine Crew, welche alle Befehle aufs Wort umsetzt, ist unverzichtbar. Gut also, dass jeder aus der Crew sein Leben für Ruffy geben würde. Ein Kapitän muss seiner Crew aber auch Grenzen aufweisen. Wenn diese zu weit gehen oder Sachen vernachlässigen, muss der Kapitän dafür sorgen, dass diese es doch tun. Man braucht hier ein gesundes Mittelmaß. Nicht zu streng, sodass die Crew einen hasst und auch nicht zu locker, sodass die Crew einen nicht mehr respektiert und nicht mehr ernst nimmt. Ruffy hält hier wirklich eine verdammt gute Balance. Er ist locker mit seiner Crew, alles sind seine Freunde, doch auch muss er ihnen ab und zu mal zeigen, wer hier der Captain ist. Ob nun Lysop, der die Crew verlassen wollte, oder wieder Lysop, der Rayleigh über das One Piece befragen wollte. Wenn er etwas sagt, muss darauf gehört werden. Auch ein gutes Beispiel ist die Kriegserklärung an die Weltregierung, als Ruffy Sogeking befohlen hat, die Flagge zu verbrennen. Oder als Zorro den Zug zerschneiden sollte, weil dieser den Weg zu Enis Lobby versperrt hat. Und bevor die Crew sehr gravierende Schritte eingeht, fragen sie Ruffy lieber mal um Erlaubnis. Zum Beispiel als Sanji einen Gegenangriff gegen Big Mom starten wollte. Oder eines der epischsten Momente überhaupt, als Ruffy Zorro befohlen hat, nicht gegen Bellamy zu kämpfen. Auch zu der Disziplin gehört die Ehrlichkeit. Nicht nur kann Ruffy einfach nicht lügen, weil er bei einem Versuch immer sein Gesicht verzerrt, so versucht er es eigentlich auch so gut wie nie, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also selbst dann kann er es einfach nicht. Er ist gegenüber seiner Crew immer offen und ehrlich. Nee, Korrigation, nicht nur seiner Crew, sondern absolut jedem, auf den er trifft. Freund, Feind, zum Beispiel sogar einem Kaiser, der Schweiz, absolut egal, er ist ehrlich. Ob es der Person nun passt oder nicht, selbst wenn, ausgerechnet, weil er nur die manchmal auch sehr harte Realität und Wahrheit ausspricht, wird er von allen nur noch mehr respektiert. Manchmal von so einer Prinzessin deswegen geschlagen, weil sie die Wahrheit nicht verkraften kann. Doch im Endeffekt hat sie und jeder, der das mitbekommen hat, es Ruffy sehr hoch angerechnet. Hey, seht ihr, wie krass die Nadel da rumspringt? Ruffy! Lasst uns da hinsegeln! Oh nein, er hat sie gesehen! Ich rieche Abenteuer! Ein Anführer sollte in der Lage sein, auch manchmal Risiken eingehen zu können. Wenn der Anführer immer nur auf sicher spielt, kommt man nicht schnell genug voran und jemand anderes schnappt sich das, was man eigentlich haben wollte. Dass Ruffy ein Risikoplayer des Todes ist, brauche ich hier, denke ich, nicht wirklich viel weiter aufzuführen. Big Mom? Wir kommen gleich und zerklatschen dich, während wir uns auch noch gleichzeitig mit einem anderen Kaiser, nämlich Kaido, anlegen. Also, bis gleich. Liebe Grüße. Wer würde mit so einem kleinen Kahn die Reise beginnen? Sich mit dem Paten des East Blue anlegen, gegen den gefürchteten Arlong antreten und sogar sehr früh in der Reise gegen Sir Crocodile, einen der 7 Samurai und seiner Riesenarmee kämpfen. Oder wer würde noch den Knock-Up-Stream hochgehen, außer ganz wenigen Anführern. Alle seine Aktionen waren mit extrem hohen Risiken verbunden, weswegen man hier eindeutig sagen kann, ja, er geht schon ab und zu mal Risiken ein. Ich habe nie gesagt,
dass ich aufgebe. Ich werde so lange kämpfen, bis ich dich besiegt habe. Insbesondere in Kämpfen muss man Mut beweisen. Etwas zu tun, was getan werden muss, was dabei vielleicht allerdings gefährlich ist, bezeugt von Mut. Schaffe ich es? Schaffe ich es nicht? Über seinen Zweifeln stehen und die Sache durchziehen. Das zeigt Mut. Und wenn man mit Mut vorangeht, setzt man ein sehr gutes Beispiel für andere. Leute werden dich respektieren, wenn du dein Bestes tust, um die Sache mit allem, was du hast, richtig zu erledigen. Die Leute werden einem nacheifern und auch dabei helfen. Ein guter Anführer würde Leute auch nicht das auftragen, was er selber auch nicht machen würde. Das wohl perfekte Beispiel dafür ist, dass die Crew ohne Absprache Ruffy immer den Rücken frei halten, während er zum Boss geht. Darum muss der Kapitän auch immer den anderen Kapitän übernehmen. Das ist die schwierigste Aufgabe und das kann der Kapitän nicht einfach an einen anderen abwälzen. Das ist nun mal die Aufgabe eines Anführers. Er kann ja auch nicht einfach sagen, Zorro, werd du mal Piratenkönig und ich sag dann einfach, ich werde ein Piratenkönig oder so. Zu viel Mut ist aber auch tödlich und das kann Ruffy ebenfalls relativ gut einschätzen, was man auch auf dem Sapaodi-Archipel gesehen hat. Dass da so schnell noch ein Admiral ist und noch mehr Pazifister und ein kleiner fetter Sumo-Ringer, das konnte er ja auch kaum vorhersehen. Er hat sehr schnell gemerkt, dass es dort ausweglos ist und hat den sofortigen Rückzug angeordnet. Hört zu, Leute. Der hier ist nicht der hellste, aber er ist immer noch unser Kapitän. Ein Crewmitglied, das nicht hinter ihm steht, wenn's ernst wird, können wir nicht gebrauchen. Eine Crew ohne Respekt gegenüber ihrem Kapitän ist dem Untergang geweiht. Ein Anführer ist kein Tyrann. Er muss mit seiner Mannschaft arbeiten und nicht starrköpfig sein. Diese assistieren den Anführer, weswegen er sich dessen Ratschläge auch immer anhören sollte. Alleine macht er nicht die Mannschaft aus. Kommandanten zu haben, die nicht auf den Kapitän hören, nicht wissen, was sie da überhaupt machen oder vielleicht überhaupt nicht hinter dem Kapitän stehen, sind eine große Behinderung. Gut, dass Ruffy auf seine Crew hört, was man speziell daran gesehen hat, als Lysop wieder zurückkommen wollte und Ruffy Hals über Kopf zu ihm gehen wollte und Zorro ihn davon abgehalten hat. Oh Mann, was für eine krank epische Szene das war. Dieser Punkt fließt aber auch ein gutes Stück mit dem Realistsein ein. Ruffy weiß, dass er manchmal zu stürmisch ist und vor allem intellektuell nicht so der fitteste ist, doch er kann sich immer auf seiner Crew verlassen und blind vertrauen, genau wie diese sich immer auf Ruffy verlassen können. Na klar helfe ich dir! Ein Anführer sollte sich niemals als wichtiger und wertvoller als andere Menschen ansehen. Auch hier sind wir uns, denke ich, alle einig, dass Ruffy alles andere ist als ein Egoist oder als ein Narzisst. Also, zumindest wenn es nicht ums Essen geht. Er hält sich für nichts Besseres als die anderen. Er hat sein Ziel, klar, aber er stellt sein Ziel nicht über das von den anderen. Er fokussiert sich nicht nur auf sein Piratenkönig-Ding, sondern unterstützt Ruffy seine Crew dabei, auch ihre Träume zu erfüllen. Und dann beruht das Ganze natürlich wieder auf Gegenseitigkeit. Und er heuchelt das Ganze auch nicht nur vor, damit er als guter Typ rüberkommt. Er spielt keine falschen Spiele. Er hilft nicht wildfremden Menschen, um sich damit zu profilieren und damit andere ihn als Held ansehen. Auch wenn er Kriege für quasi Menschen führt, die er vielleicht seit 5 Minuten kennt und sich somit in verdammt miese Situationen setzt, so macht er das alles nur, weil er das tut, was für ihn in dieser Situation gerade das Richtige ist. Er möchte noch nicht einmal als Held betitelt werden. Aus diesen Gründen ist Ruffy kein schlechter Kapitän. Vielleicht auch nicht der allerbeste Kapitän, aber eins ist sicher, er ist der perfekte Anführer, weswegen ihm auch jeder folgt und jeder sein Leben für ihn geben würde. Ich glaube, von den Punkten in den Führungsqualitäten kann sich jeder von ihm ein wenig abschneiden. Hoffentlich habt ihr hier und da etwas dazugelernt. Merch, Twitter, Instagram und Discord findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.